Hallo ihr Lieben, meine neue Küchenmaschine, die KitchenAid Classic von Rammershofen ist angekommen und es gibt ganz besonderes Zubehör und das zeige ich euch aber natürlich. Vorher verpacken wir das hier ganz vorsichtig. Ich habe hier so ein Teppichmesser, da gehe ich wirklich nur mit der Spitze ganz vorsichtig lang. Es ist zwar noch mal in einem Karton drinne eingepackt, aber ich möchte es nicht riskieren, die Beschichtung von der Maschine irgendwie zu demolieren. Es ist wirklich ein ganz tolles, robustes Schätzchen, aber es wäre ja blöd, wenn ich da irgendwie den Lack verkratze. Das soll nicht sein. Also, hier der Umkarton, wo dann die Küchenmaschine drinne ist. So, vorsichtig und dann erst einmal hier, das finde ich so süß, so ein Dankeschön. Sehr gerne, ich habe zu danken. Also packen wir das Schätzchen weiter aus. Ich habe hier die 4,3 Liter Maschine. Das Zubehör, was ich dabei habe und was ich euch zeige, passt aber auch für die 4,8 Liter Artisan. So, hier einmal rausgezogen. Ich stelle sie vorsichtig hin. Da ist mir jetzt die Bedienungsanleitung rausgeflogen, aber das ist nicht so dramatisch. Ich verschaffe mir jetzt erstmal ein bisschen Platz, dass ihr es besser sehen könnt. So, was vorhin oben war, als ich es gekippt hatte, war hier einmal die Abdeckung. Ganz wunderbar, wenn ihr Teige macht und noch Zutaten hinzufügen möchtet, dann habt ihr bei dieser Abdeckhaube nochmal so einen Schacht, wo das schön rein kann. Und die ist schön groß, richtig praktisch. So, und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel den Profi-Teigrührer, den Taifun. Richtig klasse. Den legen wir aber erst einmal zur Seite. Wir packen alles aus. Ich habe das dann später von Hand abgewaschen, aber das Equipment, also die ganzen Rührgeräte, Rührelemente sind aus Edelstahl. Das heißt, ihr könnt das auch in die Geschirrspülmaschine geben. Ich habe das jetzt tatsächlich von Hand gemacht, weil ich einfach das schnell fertig haben wollte. So, Kabel noch mal eben kurz zur Seite, ein bisschen Verpackung zur Seite, also es ist richtig gut eingepackt. Einmal den Schieber nach hinten, dann könnt ihr den Kopf nach hinten geben. Und jetzt haben wir hier auch schon einmal den Schaumschläger, den Rührbesen. Auch hier schönes Edelstahl, sehr hochwertig. Und was der bewirkt, das zeige ich euch gleich noch mal. Dann haben wir hier die Teigpeitsche, auch sehr schön. Durch das Geschwungene kann der Teig nicht hochrutschen und durch diesen kleinen Noppen am Ende ist das so dem Handballen nachgeahmt. Also das zeige ich euch gleich mal, wie der Brotteig wird. Hier ist noch so ein kleines Infoheftchen mit ein wenig Zubehör und was ich so toll finde, dass es hier auch bei der KitchenAid so eine schöne Abdeckhaube gibt. Die ist richtig klasse, das liebe ich ja schon bei meiner Kenwood. Dann hier natürlich noch mal eben die Anleitung in verschiedenen Sprachen und dabei ist jetzt noch mal so ein Beipackzettel, also nicht der hier, der kommt zur Seite, sondern dieser hier. Wenn ihr den QR-Code dann einmal einscannt, passiert Folgendes. Ihr kommt auf diese Seite, wählt dann mal eben euer Land aus, dann könnt ihr euch kostenfrei registrieren und dafür geht ihr auf Mein Konto erstellen. Unten gebt ihr eure E-Mail-Adresse auf, mein Konto erstellen, kriegt einen Zugriffscode, gebt eure Daten, euer Passwort ein und dann müsst ihr in eurem E-Mail-Postfach kurz nochmal das bestätigen und schon seid ihr angemeldet. So, und hier, die finde ich so wunderschön, die ist traumhaft, diese Rainbow Super Bowl. Guckt euch die mal an. Die ist so schön und wirklich ein Unikat, weil keine Schüssel ist wie die andere. Also hier die Abdeckung ist mit dabei. Dann habe ich hier den Taifun, einmal den Profi-Flachrührer, dann hier die Teigpeitsche, die den Namen tatsächlich alle Ehre macht. Und nochmal hier den Schaumschläger. So, und ich werde euch natürlich auch nochmal eben zeigen, wie einfach das hier zu handhaben ist, wenn ihr dann die Teige rührt. Da habe ich extra mal was vorbereitet. Das Tolle ist, es lässt sich wirklich ganz einfach justieren. Zack, rein, zur Seite schieben und schon könnt ihr den Kopf runterdrücken und könnt loslegen. Und wie gesagt, das Equipment funktioniert nicht nur hier bei der Classic mit 4,3 Liter, sondern auch bei der mit 4,8. Dann habe ich das mal ausgetestet. Ich habe einen schönen Biskuit hergestellt und guckt
euch das Ergebnis an. Das waren nur 3 Eier und der Teig ist richtig schön hochgegangen. Ganz fantastisches Gebäck, aber das zeige ich euch demnächst auch noch mal. So, und dann haben wir hier den Teigrührer, den Taifun. Der ist super zum Beispiel für Pfannkuchenteige, Rührteige. Da habe ich dann natürlich erstmal Pfannkuchenteig für meine Kids gemacht. Auch hier einfach runter, zack. Und dann bin ich auf Stufe 1 gegangen. Wichtig, bevor ihr die Küchenmaschine in Betrieb nehmt, stellt sie erstmal auf, lasst sie mindestens ein paar Stunden akklimatisieren, bevor ihr sie das erste Mal nutzt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es über Nacht erstmal stehen lassen. Und auch bei Teigen, wenn ihr zum Beispiel schwere Hefeteige habt, lasst sie erst einmal in Ruhe bei Stufe 1 und später dann bei Stufe 2 kneten. Das reicht vollkommen aus. So, beim Biskuit würde ich ein bisschen höher gehen, aber das zeige ich euch, wie gesagt, nochmal demnächst in einem gesonderten Rezept. Und schaut euch das Ergebnis an. Der Teig ist wunderbar durchgeknetet und das Wichtigste, was man wissen muss, ihr habt wirklich bei dieser Küchenmaschine eine Vielseitigkeit und ganz viele Aufsätze, einen sehr leistungsstarken Motor und die Maschine ist wirklich ein Leben lang haltbar. Also ich habe wirklich schon von mindestens 60 Jahren alten Geräten gehört. Ihr habt nochmal so ein Planetenrührwerk. Das heißt, alle Zutaten in der Schüssel werden wirklich gleichmäßig vermischt. Dann habt ihr auch eine Langlebekonstruktion. Das heißt, nach 2 Jahren geht die nicht gleich hops. Das lohnt sich also wirklich. Dann natürlich die Erweiterbarkeit. Das habe ich euch ja gerade schon mal gesagt, zum Beispiel mit diesem tollen Aufsatz. Es gibt aber auch Pasta-Walzen, dann den Fleischwolf, einen Gemüseschneider. Also ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Designfarben ganz unterschiedlich, so wie das Herz begehrt. Probiert das unbedingt nochmal aus. Ich habe alles natürlich unten in der Beschreibung einmal für euch verlinkt. Und hier sind noch weitere Videos für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen. Bin bald wieder zurück. Eure Emma.